Willkommen zum nächsten Besprechungsvideo über die Asienreise. Ja, es gibt jetzt schon sehr viele Informationen, als ich schon den Monat August und September gehört habe. Die sind jetzt schon alles zu mir gekommen und darüber werde ich jetzt auch noch in diesem Video reden. Bitte beachtet auch noch, dass diese winterliche Asienreise sehr ein besonderer Urlaub ist. Von daher sagt euren Freunden, Nachbarn oder irgendjemand und sagt Bescheid, dass noch ein besonderer Urlaub ist, denn es ist noch viel besonderer als ein Urlaub in Barcelona oder die AIDA-Reise nach Skandinavien. Wenn es euch gefällt, dann liked euch das Video und abonniert den Kanal, damit ihr weiteren Videos und Livestreams nichts verpasst. Das erste wäre mit dem Visum, also für ganz Europa bräuchte man für die Japanreise kein Visum, also schon ab dem 11.10.2023 bräuchte man kein Visum nach Japan und das gilt für ganz Europa. Weil ich jetzt einen deutschen Pass habe, ist es für mich kein Problem, dass ich nach Japan reisen kann. Aber weil meine Mutter noch mit nach Japan fliegen wird es für ihr ganz schwierig. Und von daher muss sie von, von Vietnam fliegen, also von Vietnam starten und dann nach Japan dahin fliegen. Also nicht von Deutschland. Ne? Und das hat auch einen bestimmten Grund, denn tatsächlich wird meine Mutter auch noch auf Mitte November nach Vietnam fliegen. Deswegen schafft sie es ja auch nicht von Deutschland nach Japan zu reisen. Und außerdem war es auch noch ein Missverständnis, dass mein Vater auch noch mit mir fliegen wird. Sowie auch noch für meinen Bruder und Milena. Ne? Und wir werden auch noch zuerst ja mit dem Zug hinfahren, also mein Vater und ich, mit dem Zug nach Darmstadt, einen Tag bei ihnen übernachten und dann hier mit dem Flieger nach Vietnam. Und dann werde ich hier im Flughafen bleiben, dass jetzt meine Mutter kommen wird. Ich bin mir auch nicht so sicher. Und dann ich mit ihr nach Japan hinfliegen. Ne? Und außerdem wird auch noch meine Schwester ja in einer Woche nach Vietnam fliegen. Also das wurde auch schon lange geklärt. Dann als nächstes wurde auch der Termin für die Asienreise ein bisschen geändert. Und zwar die Asienreise verfrüht sich jetzt schon ein bisschen und das bedeutet, dass wir nicht am 20. September hinreisen, sondern noch eine Woche früher. Und für die Rückreise auch noch so mindestens eine Woche später. Das kann ich euch mal zeigen und welcher Datum es in Wirklichkeit hinreisen wird, das wird zuerst mal mit meinem Bruder noch geredet und dann werden wir den richtigen Zeitplan so circa im Herbst sehen. Wir haben jetzt den Dezember-Januar-Monat und zwar in Wirklichkeit haben wir so circa hier unseren Flug gestartet und dann wurde es ein bisschen verfrüht und zwar so circa am 18. Dezember. Deswegen kann es auch passieren, dass wir mit dem Zug am 17., also 3. Advent, mit dem Zug fahren werden und einen Tag später von dort an am 18. Dezember von Frankfurt nach Vietnam fliegen. Und wahrscheinlich auch noch am 19. in Tokio ankommen. Ne? Und die wahrscheinliche Rückreise wird sich ein bisschen später, also verspäten und verlängern. Und zwar werde ich ja am 8. Jahr meinen Geburtstag dort feiern. Und man befürchtet, dass man entweder am 10. oder am 15. Januar schon zurück nach Deutschland fliegen werde. Das wird noch mit meinem Bruder noch geregelt, aber dass ich jetzt noch ein bisschen länger noch in Asien bleibe, ist für mich besser. Ne? Also
3 Wochen Urlaub statt 2 Wochen. Ne? Die Flugtickets zum Beispiel von Frankfurt, Hanoi oder Hanoi nach Tokio haben sich nicht so viel verändert, aber zum Beispiel für die Hin- und Rückreise von Frankfurt nach Hanoi und zurück wird es pro Person nur 1.100 € kosten, also ist es eigentlich nicht so teuer. Oder von Hanoi nach Tokio wird es hin und zurück so ca. 700 € kosten und für Vietnam nach Bangkok so etwa 500, sagen wir es mal so. Und eigentlich werden die Tickets nicht so teuer werden. Wer bezahlt wird, das wird fast jeder werden. Ich nur ein kleines Teil, vor allem für die Japan-Reise. Mein Bruder fast, ich glaube bestimmt alles. Aber wir werden auch noch in Vietnam auch noch nicht nur meinen Geburtstag feiern sondern auch noch das Neujahr dort. Da wird auch wahrscheinlich auch noch in Bangkok machen. Und wir werden auch noch ein paar Sehenswürdigkeiten, Sehenswürdigkeiten in verschiedenen Städten vorzeigen. Auch noch in Hanoi oder Südvietnam, wo ich schon in den letzten 10 Jahren noch nicht besucht habe oder wo ich damals schon mal mein zweites Mal in Urlaub schon besucht habe, beziehungsweise 2014. Und das werde ich mal alles mal zeigen, sowie auch noch mal für meine Großeltern oder Onkels. Ne, die werde ich auch mal wieder besuchen. Und ja, wie gesagt, die Orte zeigen, wo ich meine letzten 10 Jahre schon mal gesehen habe. Ja, den Rest davon werdet ihr so im Oktober sehen. Also wie gesagt, meine Schwester wird früher fliegen als ich und meine Mutter. Und ich hoffe mal, dass wirklich die winterliche Asienreise ein perfekter Urlaub sein wird. Wahrscheinlich auch der beste Urlaub aus fast aller Zeit. Und mal gucken, ob das wirklich klappen wird. Und dass der Termin noch ein bisschen früher wird. Also früher wird ist jetzt eigentlich kein Problem. Ihr braucht auch keine Sorgen haben, dass es jetzt wieder in den Frühling versetzt wird oder im Sommer. Das wird nicht passieren. Und dass es jetzt mal statt 2 Wochen mal jetzt auf 3 Wochen geht, dann ist es auch schon viel einfacher, dass ich auch schon für die Asienreise Japan und Thailand eigentlich keinen Stress haben, dass wir irgendwie zögern oder noch etwas schaffen können. Und das wird grundsätzlich jetzt schon klappen. Und das war es jetzt auch noch schon mit dem Video und den neuen Termin über die winterlichen Asienreise werdet ihr, wenn es klappen wird, im Oktober sehen. Und ob ich jetzt auch noch mit dem Einrad mitfahren will, das werde ich immer noch versuchen. Ich muss auch noch ein bisschen zusätzlich zahlen, wenn ich mit dem Einrad nach Japan fliegen werde. Oder ich miete mir eins in Japan, wenn es irgendwie klappen will, keine Ahnung. Aber für den Gabelflug laut Booking.com sollte es schon ca. 7.000 € oder minimal so 5.000 € kosten, wenn es nicht so viel kosten wird. Dann sehen wir uns in dem nächsten Video weiter. Schickt das alle für den ganzen Leute, die wirklich sehen möchten. Also das wird ein wirklich besonderer Urlaub. Dann bis dann, Leute.